Stellt euch vor, euer Bankkonto bekommt ein Verfallsdatum. Oder schlimmer, ein Algorithmus im EZB Tower in Frankfurt entscheidet heute Nacht, dass ihr ab morgen nicht mehr als 3.000 € besitzen dürft. Alles, was da drüber liegt, wird zwangsweise umgebucht. Das ist keine Verschwörungstheorie, das steht schwarz auf weiß in der EU-Verordnung 2023/0212. Während die PR-Abteilung der Zentralbank uns das Märchen vom digitalen Bargeld erzählt, verrät das Kleingedruckte die Wahrheit. Ich habe die 3 rauchenden Pistolen im Gesetzestext gefunden. Die beweisen, der digitale Euro ist kein neues Geld. Es ist die Fernsteuerung für dein Portemonnaie. Pistole Nummer 1. Artikel 16. Hier steht nicht, dass es ein Limit gibt, sondern dass die EZB die exklusive Befugnis hat, dieses Limit jederzeit festzulegen. Versteht ihr, was das heißt? Dein digitales Eigentum ist kein festes Recht mehr, sondern eine Leihgabe unter Vorbehalt. Wenn die Zentralbank morgen entscheidet, dass Sparen schlecht für die Wirtschaft ist, dreht sie den Regler im Dashboard einfach nach links. Statt algorithmische Verhaltenssteuerung sagen wir, die EZB baut eine elektronische Schranke in dein Portemonnaie. Wer zu viel spart, fliegt raus. Pistole Nummer 2. Jetzt wird das technisch, aber gefährlich. Der Reverse Waterfall Mechanismus klingt nach Wellness, ist aber eine finanzielle Zwangsankopplung. Normalerweise ist ein Bankkonto privat. Beim digitalen Euro wird es zum Durchlaufätzer für die Zentralbank. Wenn ein Guthaben für einen Kauf nicht reicht, zieht sich das System die Differenz vollautomatisch von deinem Girokonto. Das bedeutet, die Grenze zwischen Geschäftsbanken und dem Staat verschwindet. Dein privates Konto wird zum verlängerten Arm der EZB-Druckerpresse. Die totale Verschmelzung. Die dritte Pistole ist die technologische Fessel. Ohne die neue EU-ID, eure digitale Identität, gibt es keinen Zugang zum digitalen Euro. Punkt. Die ID ist der technische Türsteher. Wer sich nicht digital ausweist, wer nicht kompatibel ist oder wessen ID gesperrt wird, ist finanziell sofort unsichtbar. Er kann nicht mal mehr Brötchen kaufen. Finanzen und Identität verschmelzen zu einem lückenlosen Überwachungsprofil. Das ist kein Bargeldersatz. Das ist ein digitaler Passierschein für dein eigenes Leben. Fassen wir zusammen. Ein Limit, das jederzeit geändert werden kann. Ein Konto, das direkt an der Zentralbankpumpe hängt. Und ein digitaler Ausweis als Erlaubnis zum Bezahlen. Ist das der Fortschritt, den wir wollen?
Oder ist der digitale Euro der finale Schritt in den gläsernen Bürger? Dein Privatkonto wird vom Tresor zum Durchlauferhitzer für die Zentralbank. Und der Algorithmus hält den Finger am Hauptschalter. Was denkt ihr? Schreibt mir Freiheit in die Kommentare, wenn ihr beim Bargeld bleiben wollt. Und checkt dieses Video hier, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch auf die EU-ID vorbereitet. Lasst ein Abo da, betätigt die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Audit wieder.